Heute testen wir einen sequentiellen Shifter und eine Handbremse von 3D-Rap. Wie sich der Pikes Shifter und die Akina Handbrake im Härtetest schlägt, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. 3D-Rap hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews, doch nun kann's losgehen. Verschaffen wir uns zuerst einen Überblick über das Unternehmen. 3D-Rap ist ein italienisches Unternehmen und bietet 3D-Drucker-Mods für Logitech, Fanatec, Thrustmaster und so weiter an. Und gleichzeitig wird jetzt SimRacing-Peripherie angeboten. Diverse Mods für Fanatec CSL-Pedale werde ich in Zukunft testen, doch heute geht es um den Pikes Shifter und die Akina Handbrake. Kapitel Nummer 1: Preis und Bezug. Das Combo-Set Akina und Pikes Ignition Series, so heißt dieses Paket, besteht aus dem Pikes Shifter und der Akina Handbrake und kostet 289 €. Die Produkte können auch einzeln zu Preisen von 139 € für den Pikes Shifter und 179 € für die Akina Handbrake erworben werden. Optional gibt es eine Tischklemme, die kann für 22 € dazu gekauft werden. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 2, der Lieferumfang. Die Ware kommt in einer neutralen Verpackung zu euch und kann ohne die Installation einer Software direkt betrieben werden. Kapitel Nummer 3, die Kompatibilität. Das Combo-Set ist mit dem PC kompatibel. Viel mehr gibt's dazu nicht zu berichten. Im Spiel weist ihr die Funktionen Hoch- und Runterschalten zu bzw. eure Handbremse. Ich war die Tage mit Raceroom und Dirt Rally 2.0 unterwegs. Die Erkennung und Belegung, die liefen problemlos. In Sachen Montage wird die Peripherie über je 2 Haltelaschen mit dem Rig verschraubt. Alternativ kann, wie bereits erwähnt, eine Tischklemme dazu geordert werden. Kommen wir zu Kapitel Nummer 4, die technischen Details. Lasst uns die ganzen Funktionen und Details am besten live angucken. Viel Spaß damit. Gucken wir uns den Pikes Shifter in der Nahaufnahme an. Was gibt es Wichtiges für euch zu beachten? Beginnen wir einmal mit dem USB-Kabel. Ihr habt so mit Textil in Schwarz-Rot-Design überzogenes USB-Kabel. Das Ding ist ungefähr 2 Meter lang. Derselbe Stil, den seht ihr dann wiederum bei dem Schaltknauf, den ihr mit diesen roten Nähten und in einer Alcantara-Nachbildung überzogen habt. Vom Gehäuse her seht ihr diese Abdeckungsteile oberseitig und an der Unterseite. Das kommt aus dem 3D-Drucker mit 2 Schrauben hier befestigt. Ihr könnt diese Schrauben lösen, das Gehäuse abnehmen und einen Blick in das Innenleben werfen. Für euch wichtig in Sachen Montage: Ihr könnt hier mit Schrauben bis Durchmesser 8 mm, ich habe 8 mm Inbus genommen, um an meine Aluprofile zu gehen. Beachtet bitte diesen Abstand der Montagelöcher. Ihr seid hier im Bereich, das könnt ihr sehen, 175 Max und etwa 155 Min unterwegs. Das heißt, ihr benötigt einiges an Länge, um dieses Ding am Rig zu montieren. Von der Grundkonstruktion seht ihr, ist dieser Shifter mit 2 Edelstahlplatten. Es dürften 2 mm Dicke zusammengehalten, ja 2 mm Edelstahlplatten und ebenso für die Aufnahmebefestigung am Rig diese 2 mm dicken Winkelprofile. Was können wir noch erkennen? Ihr seht, der Schalthebel wird aufgenommen von je 3 mm dicken Metallprofilen und unterseitig könnt ihr diese sehen, entsprechend dann verschraubt mit dieser ganzen Lagerung und Aufnahme. Was können wir noch erkennen? Seitlich seht ihr die entsprechenden Schalter. Ich hoffe, ich bekomme das auf die Cam. Wenn ihr ins Innenleben reinguckt, dann seht ihr hier so einen Schalter und wenn dieser betätigt wird, dann hört ihr dieses schalterübliche Klicken. Beidseitig klarerweise Upshift, Downshift. Ich hoffe, ich bekomme das ordentlich auf die Cam dann. Und wenn ihr jetzt den Shifter betätigt, dann wird diese Platte gegen den Schalter gedrückt und mit einem deutlichen Klicken hörbar der entsprechende Output des Shifters, Input des Games für den Up-Downshift-Vorgang weitergeleitet. Auch hier dasselbe, andere Seite.
Die Auslösung, ihr habt im Innenleben je 2 Magnete und hier seitlich eine Feder, die ist gut eingeschmiert, eingefettet. Das könnt ihr hier sehen. Und wenn ihr jetzt seitlich guckt, dann drückt ihr mit dem Shifter gegen diese Feder. Ihr habt dann so einen leicht progressiven Widerstand. Drückt ihr den anderen Shift-Vorgang, dann wird diese unterliegende Aufnahmeplatte gegen die Feder gedrückt und diese komprimiert. Welche technischen Daten gibt es noch zu beachten? Ihr habt ein Gewicht dieses Shifters, das messen wir schnell raus, hier live. Da sind wir bei knapp 900 Gramm. Wichtiger für euch ist die Geräuschkulisse, wenn ihr jetzt im Heimbetrieb unterwegs seid. Ich messe diesmal aus unmittelbarer Entfernung raus und wir gucken jetzt mal. Ich würde das Klicken jetzt eher als dezent bezeichnen. Da sind wir im Bereich ja, gut 73, 74 Dezibel. In meinen Augen ist dieses Klicken in Ordnung. Die Auslösekraft, die messen wir hier noch kurz raus. Die wird angegeben mit 2 Kilogramm auf der Homepage. Und wenn ich jetzt den Schaltknauf ungefähr in der Mittellage, sprich hier, betätige und diese Kraft in diesem Bereich rausmesse, dann liegen wir irgendwo, gucken wir mal, ja, das waren um die 2,5 Kilo, würde ich jetzt sagen. Ja, 2,5 Kilo. Gucken wir, ob dies in die andere Richtung ebenso der Fall ist. Ja, ihr seid im Bereich 2 Kilogramm, wenn ihr jetzt über den längeren Hebelweg den Shifter oberseitig betätigt und je weiter ihr nach unten geht, klarerweise entsprechend des Hebelgesetzes, habt ihr eine etwas höhere Auslösekraft. Weitere Verstellmöglichkeiten bietet der Pikes Shifter nicht. Ihr könntet alternativ jetzt diesen Aufnahmeflansch, diesen Aufnahmewinkel hier innenseitig lösen und um 180 Grad gedreht montieren. Dann hättet ihr eine kürzere Distanz hinsichtlich der Aufnahmelaschen. Nur die Montage wäre dann klarerweise über eine innenliegende Aufnahme eher fummelig und schwer zu bewerkstelligen. In Sachen Gesamthöhe nochmal kurz rausgemessen. Da sind wir bei 210 mm. Ihr habt eine Breite von inklusive Schrauben und Gehäuse, da sind wir bei 65 mm. Die Gesamtlänge, die schulde ich euch noch, das ist mit dem Gehäuse um die 130 mm und mit diesen beiden Aufnahmelaschen sind wir bei 195 mm. Weiter geht's mit der Ekina Handbrake. Auch diese sehen wir uns jetzt näher im Detail an. Ihr habt wiederum dasselbe in Textil, mit Textil überzogene USB-Kabel, Länge ungefähr 2 Meter. Selbes Farbschema, selbes Design hier vom Handbremsenhebel mit diesem Alcantara-ähnlichen Material überzogen mit dieser roten Naht. Welche Möglichkeiten bietet uns die Ekina Handbrake? Ihr könnt diese mit diesen beiden Schrauben, die könnt ihr lösen. Hier legt 3D-Wraps dieses Tool bei. Ihr löst diese Kontermuttern
Oh, die sind fest angezogen. Ja, bist du gescheit. Das funktioniert schon mal gar nicht. Und das seht ihr gleich im Realbetrieb. So etwas 3D gelasert ist kein wirkliches Werkzeug. Da müsst ihr auf eigene Schraubenschlüssel zurückgreifen. Da schnappen wir uns so einen kleinen, keine Ahnung, 8er Gabelschlüssel, denke ich, ist das. Ja, und wir sehen gegenüberliegend eine Hex 4 Inbus, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und wir können den Handbremsenhebel entsprechend des Winkels anpassen. Das machen wir jetzt hier live und direkt. Ihr seht gegenüberliegend die entsprechenden Muttern. Und dann schrauben wir mal die Sache auf. Die sind out of box relativ kräftig angezogen. Ist in meinen Augen auch okay so. Man will ja nicht, dass im Rennen sich da hier irgendwas unabsichtlich verstellt und irritiert. Euren Hebel seht ihr hier auch in liegender Position montieren. Wenn ihr beispielsweise die Handbrake jetzt so verwendet, dass ihr die in tieferer Sitzposition an eurem Rig angebracht habt und wie im Auto diese von unten im Prinzip betätigen wollt, dann ist diese Möglichkeit relativ einfach zu bewerkstelligen. Oder wie bei mir, ich habe diese Dinger immer im Bereich Lenkradhöhe montiert. Da will ich klarerweise eine vertikale Position, um dieses Ding bedienen zu können. Wichtig für euch, wie ihr dieses Ding ans Rig montiert bekommt. Wiederum über diese beiden Laschen hier mit M8 oder kleineren Schrauben mit Beilagscheiben. Und auch diese Lasche könntet ihr jetzt um 180 Grad gedreht montieren und mit den Lochabständen etwas näher zusammenkommen. Im Speziellen, wenn ihr jetzt Rigs mit kleineren Aufnahmeplatten besitzt, dann kann dies hilfreich sein, dies nach innen zu setzen. Wird die Montage natürlich über eine Innenseite etwas fummeliger, aber rein theoretisch machbar. Wie sieht es aus mit der Zugänglichkeit bezüglich dieser nach außen stehenden Gewindestange zum Schrauben? Ihr dreht diese Vorspannungsschraube ganz nach außen, betätigt jetzt den Handbremsenhebel und ihr seht, jetzt bleibt dies in der Rest Position. Rack nennt dies 3D Wrap. Und ihr habt eine wunderbare Zugänglichkeit jetzt, um dieses Ding mit dem Rig zu verschrauben. Testen wir mal die entsprechenden Kräfte, die jetzt anliegen. Ich habe jetzt mit der Preload-Schraube, mit der Vorspannungsschraube auf minimal eingestellt. Gucken wir mal, in welchen Kräften dies jetzt resultiert. Ich wähle so eine Position hier im oberen Drittel des Handbremsenhebels und habe jetzt eine Betätigungskraft von, ich hoffe, ich bekomme das für euch auf die Cam. Ja, ich würde sagen, immerhin gute 3 Kilogramm schon in der Minimumposition. Jetzt drehen wir die Preload-Schraube hier mal hoch Richtung Max. Welche maximalen Kräfte jetzt möglich sind. Preload-Schraube jetzt voll angezogen. Ich muss hier jetzt schon kräftig dieses Ding an meinen Tisch drücken. Da sind wir jetzt sicher im Bereich von, ich weiß nicht, 5, 6 Kilo würde ich jetzt sagen. Ich bin jetzt hier in einem Bereich von, ich würde sagen 5,5, 6 Kilogramm gelandet. Das ist schon durchaus kräftig für eine Handbremse, um hier den realistischen Rennsport simulieren zu können. Welche Möglichkeiten habt ihr noch? Ihr habt jetzt das Ganze nochmal in umgekehrter Richtung, die Vorspannung komplett rausgedreht. Ihr geht in die Rack Position und jetzt könnt ihr zwischen zwei Modi wählen. Ihr habt einen nicht linearen Modus, hier so einen progressiven Modus der Bedienung oder einen linearen Modus. Das heißt, bei diesem nicht linearen Modus, den ich eingestellt hatte oder im Moment habe, habt ihr zu Beginn eine leichtere Kraft, die dann gegen Ende des Weges immer stärker ansteigt. Geht ihr in den linearen Modus, dann habt ihr eine gleichmäßig ansteigende Betätigungskraft. Das testen wir jetzt gleich mal. Gabelschlüssel 13. Ihr löst diese Schraube, die gegenüberliegend mit einer Inbusschraube
Und ihr könnt jetzt, das ist etwas schwergängig, dieses Ding hier nach oben setzen. Dann zieht ihr diese Mutter entsprechend wiederum fest. Und jetzt testen wir mal, ob sich dies entscheidend anders anfühlt als zuvor im progressiven Modus. Ob sich der Verlauf, der Kräfteverlauf hier entscheidend ändert, ob ich das überhaupt rausspüren kann. Klarerweise geht es wie immer um den Faktencheck, ob diese Features dann bei euch an der Piste ankommen oder eher als Gimmick. Und ja, da bin ich jetzt überrascht, das fühlt sich jetzt verdammt linear an. Ihr habt jetzt nicht mehr gegen Ende hin diese progressiv ansteigende Kraft, sondern ihr habt einen wirklich super linearen Kräfteverlauf. Ich bin jetzt selbst etwas überrascht, dass dieses Feature sehr gut umgesetzt wurde. Das ist technisch eine coole Sache in meinen Augen. Wenn ihr eben genau dies nicht wollt, dass ihr aus der Initiallage, sprich aus der Ausgangslage, eine leichte Kraft habt und gegen Ende hin wird euch das Ding immerhin zu kräftig, dann habt ihr hier die Möglichkeit, dies umzustellen und einen wunderbaren, gleichmäßigen, linearen Verlauf zu generieren. Ich teste jetzt mal, ob dies auch in der Maximallage der Fall ist. Drehe die Preload-Schraube wieder ganz hinein auf Max. Und auch hier ein wunderbar linearer Kraftverlauf. Gucken wir noch unterseitig hinein. Ihr habt hier eine relativ kräftige Feder, die über diesen ganzen Hebelmechanismus hier entsprechend auseinandergezogen wird und die Gegenkraft zu eurer Hebelauslösung bildet. Eine letzte Verstellmöglichkeit, die schulde ich euch noch. Das ist dieser Umschalter. Der ist jetzt für den elektronischen Output der Handbrake und den Input in eurem Spiel zuständig. Auch hier habt ihr die Möglichkeit umzustellen zwischen dem linearen Modus und eben dem progressiven Modus. Ich bin jetzt eben auf dem linearen Modus unterwegs und entsprechend hier mit diesem, ich hoffe, ich bekomme das fokussiert, mit diesem geraden linearen Symbol. Der andere Modus, wie bereits erwähnt, dieser progressive Modus. In Sachen Lautstärke haben wir hier nichts rauszumessen. Dieses Ding geht im Prinzip geräuschlos zu Werke. Ich schulde euch noch die technischen Daten, sprich das Gewicht der Handbrake. Auch diese eher eine leichtere Bauweise. Wir sind bei 1285 Gramm. Und von den Abmessungen haben wir von der Auflage bis Oberkante 280 mm an Höhe. Ihr habt eine Gehäuselänge von 155. Inklusive der Laschen sind wir bei 240. Wir haben eine Gehäusebreite von 37 mm und mit den überstehenden Schrauben sind wir bei um die 60 mm insgesamt. Von der Befestigungsposition, die Aufnahme über die Langlöcher, ihr habt einen Lochabstand von minimal, wenn ihr M8 einsetzt, würde ich sagen um die gut 200 bis maximal sind wir bei 222 in diesem Bereich. Wie erwähnt, könnt ihr jetzt diese Lasche nochmal rausschrauben und um 180 Grad verdreht setzen und kommt dann mit dieser Lasche entsprechend hier um 40, um 80 mm weiter nach rechts, nach innen und hättet dann eine Aufnahmedistanz von um die 135 mm. Kapitel Nummer 5: Zusammenbau und Montage. In Sachen Zusammenbau hast du nichts zu tun. Shifter und Handbremse werden komplett zusammengebaut geliefert. In Sachen Montage beachte die vorhin erwähnten Lochabstände der jeweiligen Peripherie. In meinem Fall habe ich mir fürs RaceX Rig eine eigene Shifter- und Handbrake-Halterung aus langem Aluprofil zusammengeschraubt. Diesbezüglich habe ich genügend Platz und auch Länge für die Montage zur Verfügung. Ich bevorzuge die Positionierung auf Lenkradhöhe, um alles sehr schnell erreichen zu können.
Pauschal kann man die perfekte Montageposition nicht beurteilen, da hierbei immerzu persönliche Präferenzen eine Rolle spielen. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 6, Materialqualität und Verarbeitung. Shifter und Handbrake sind aus einem Materialmix mit 3D-Druckkomponenten und Metall zusammengesetzt. Der Hebel wurde mit einem stoffähnlichen Material überzogen und vernäht. Die Spaltmasse sind zweckmäßig, Beschriftungen, die wurden aufgeklebt. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 7, die Haptik. Bei der Betätigung der Hebel fühlt sich die Oberfläche eher hart und leicht aufgeraut an. Hier merkt man beim Schalten ohne Handschuhe, dass es sich nicht um echtes Alcantara handelt, da dieses deutlich geschmeidiger anzufassen ist. Am Endanschlag fühlt sich der Shifter durchschnittlich präzise an. In der Mittelstellung ist ein Spiel zu vernehmen. Die Handbremse ist sehr gut geführt und macht einen präzisen Eindruck. Je nach Einstellung sind hohe Hebelkräfte möglich. Der Unterschied zwischen linear und progressivem Modus ist sehr deutlich rauszufühlen. Weiter geht's mit einem subjektiven Kapitel, Kapitel Nummer 8, die Optik. Handbrake und Shifter passen optisch gut zusammen und vermitteln einen eigenständigen Look. Die Seitenbleche aus Edelstahl, die wirken hochwertig. Die Verkleidungsteile aus dem 3D-Drucker naturgemäß nur zweckmäßig. Die Aufkleber sind als solche zu erkennen und das mit rotem Textil überzogene Kabel ist sehr auffällig. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 9, die Akustik. Im Einsatz ist der Shifter deutlich hörbar. Mit um die 75 Dezibel aus unmittelbarer Entfernung ist der Shifter nicht für einen sehr ruhigen Raum gedacht, wenn jemand neben dir in Ruhe Fernsehen gucken möchte. Das Schaltgeräusch ist nicht extrem laut, aber eben deutlich wahrnehmbar. Die Handbremse hingegen geht geräuschlos zu Werke. Weiter geht's mit unserem Hauptkapitel, den Rennstreckentests. Lasst uns hierfür live ans Rig gehen und ein paar Runden drehen und ich berichte euch, wie es mit Handbrake und Shifter aussieht. Drehen wir live eine Runde jetzt Dirt Rally 2.0, Acropolis Rally, und ihr seht jetzt nochmal von der Montage des Shifters und der Handbrake. Ich habe diese in unmittelbarer Nähe zum Lenkrad schnell erreichbar montiert, die Handbremse entsprechend daneben, und durch die Staffelung mit dieser Höhe habe ich auch hier nicht die Gefahr zu kollidieren, wenn ich übergreife zur Handbremse. Für mich ein präferiertes Setting, so bin ich gerne unterwegs mit Shifter und Handbrake, und sehen wir mal, wie sich dies jetzt verhält. Ich habe jetzt nochmal den linearen Modus belassen bei der Handbremse. Ihr seht ein lineares Gefühl von der Ausgangslage bis zur Endlage, und dann werden wir mal sehen, wie dies aussieht. Vom Schaltgefühl, das könnt ihr, glaube ich, auch gut hören. Das rastet hier relativ sauber und knackig ein. Hier in der Mittellage seht ihr, habt ihr so ein leichtes Spiel. Das stört euch jetzt nicht in-game, aber ich wollte es auf jeden Fall erwähnen. Klarerweise für meine Multitasking-Skills ist dies im Rallye-Sport enorm schwer mit euch zu sprechen, aber ihr seht, ich gebe mein Bestes. Die Handbremse lässt sich wunderbar dosieren. Mir gefällt dieser lineare Modus fast besser als der progressive, den ich von den üblichen Handbremsen gewohnt bin, die mir dann zur Endlage hin immer zu straff werden. Testet dies unbedingt aus, um dann selbst zu urteilen, was euch besser gefällt. Wow. Wir sind hier mit einem alten Mitsubishi Evo unterwegs. Der fährt sich relativ gutmütig, und ich als nicht ausgewiesener Rallye-Profi kann mit diesem Fahrzeug halbwegs neutral über diese Etappe brettern. Was gibt es noch zu sagen? Ihr seht jetzt die Bewegungen vom Lenkrad, wenn ihr dann mit höheren Kräften auch unterwegs seid und beide Hände am Lenkrad haben wollt, kurz zum Shifter übergreift. Das funktioniert wunderbar und in sehr kurzer Zeit und ergonomisch ohne jeglichen Zeitverlust rübergreifen zum Shifter. Auch das ist eigentlich ein einfaches Spiel. Ich habe oft mit kleineren Modellen von Shiftern und Handbrake immerzu das Problem, dass mir diese zu tief hier am Rig montiert sind und ich immer relativ weit runtergreifen muss. Aber dieses Problem habe ich jetzt mit dem Pikes Shifter und der Equina Handbrake nicht, da diese Bauweise aus dem Gehäuse heraus relativ
hochgehalten ist, so würde ich dies jetzt nennen, und somit die Erreichbarkeit, auch wenn ihr jetzt nicht so eine hohe Shifter- bzw. Handbrake-Halterung am Rig habt, dann ausreicht, um ein paar Zentimeter nach oben zu kommen. Da war mir diese Bauweise mit den zuletzt getesteten Aiolox-Produkten etwas zu niedrig. Hier nochmal eine schöne Kehre. Und ihr seht auch, mit dieser Bauweise könnt ihr, ich simuliere das jetzt nochmal, bei der nächsten Kehre oder kräftigeren Kurve, ihr könnt runterschalten und gleichzeitig die Handbremse auch ziehen und verliert somit keine Zeit. Wichtig beim Shifter, ihr müsst diesen wirklich bis zum, jetzt haben wir eine Kehre, ich versuche das jetzt nochmal, runterschalten, sofort die Handbremse ziehen und dann kommt ihr wunderbar um die Kurve. Ich wollte nochmal sagen, wenn ihr jetzt den Shifter bedient, müsst ihr wirklich bis zur Endlage gehen, um den Schaltvorgang auch entsprechend auszulösen. Das heißt, so halb schalten, das funktioniert nicht, weil ihr kommt somit nicht an den Endanschlag. Ihr müsst wirklich komplett durchschalten, so wie dies auch eigentlich der Fall sein sollte. Was gibt es noch zu sagen? Ich bin jetzt mit der Handbremse, wie bereits erwähnt, im linearen Modus unterwegs. Hier nochmal runtergeschalten, Handbremse gezogen, alles schön nah beieinander und jetzt wieder mal übertrieben beim Rausbeschleunigen. Aber kein Problem. Da rede ich mich jetzt raus mit Multitasking und so. Und ich kann euch raten, wenn ihr die üblichen Rundstrecken gewohnt seid, ich habe das öfter mal bereits in Reviews gesagt, gönnt euch so eine Etappe Rallye auf jeden Fall. Das macht Spaß. Ich packe jetzt hier mal ein, fahre links ran oder rechts ran, wie auch immer. Und jetzt drehen wir noch ein paar Runden mit Race Room und schauen uns die Sache auf der üblichen Rundstrecke nochmal an. Drehen wir noch gemeinsam eine Runde Race Room, da kann ich etwas entspannter mit euch sprechen. Das ist nicht so stressig wie jetzt beim Dirt Rally 2.0. Wenn ihr im Speziellen auf Rundstrecken unterwegs seid, dann müsst ihr klarerweise überlegen, ob ihr nur einen separaten Shifter benötigt, eine Handbremse dazu nehmt oder eher nicht. Wie gesagt, ich rate jedem, die Abwechslung zu Rallye oder zu Drift zu suchen. Das ist eine sehr willkommene Abwechslung. Und wenn du schon einen Rig einrichtest mit allem drum und dran, dann rate ich immer dazu, nimm dir einen Shifter, dazu eine Handbremse und du hast eine Komplettausstattung, mit der du immer wieder Spaß haben wirst. Zurück jetzt auf die Strecke. Ich stelle jetzt die Kamera noch etwas um, damit ihr auch etwas vom Fahrbetrieb sehen könnt. Hier üblicherweise mein Race Room, mein Klassiker für die Standardsimulationen in letzter Zeit. Eine Simulation, die sich über die Jahre wunderbar weiterentwickelt hat, wunderbarer Support, gute Einbindung auch von Motion. Und dann drehen wir jetzt hier nochmal live ein paar Meter. Wir sind unterwegs mit dem erst kürzlich für euch reviewten RaceX Cockpit. Ich habe jetzt die letzten Tage hier Motion dran geschraubt, Simrig SC2 Motion. Das ist klarerweise kein Out-of-Box-Projekt, sondern eine Adaptierung, die ihr eben selbst bewerkstelligen müsst. Ich zeige euch dann mal in einem separaten Video, wie ich das umgesetzt habe. Ging relativ unkompliziert und das gut stabile RaceX Cockpit steckt diese Motion-Bewegungen wunderbar weg. Direct Drive Podium DD1 montiert, hier mit dem RS-Lenkrad, alles bereits für euch reviewed. Dann seht ihr hier vor dem Lenkrad dieses Dashboard von RaceX. Auch dieses werde ich in Kürze für euch reviewen. Zurück jetzt zu Handbrake und Shifter. Da hatte ich nicht die originale RaceX Shifter und Handbrake Halterung im Lieferumfang mit bei und habe mir so selbst etwas dran gezimmert. Etwas spartanisch, aber ich habe mit einem breiten 80x40er Profil schön Platz, die Peripherie nebeneinander wunderbar montiert hinzubekommen.
Wie bereits auf der Rallye-Strecke erwähnt, ich habe hier eine komfortable Griffhaltung am Lenkrad und ihr seht, in Millisekunden gelingt es dann, die rechte Hand loszulassen, den Shift-Vorgang auszulösen und sofort wieder die Hand ans Lenkrad zu bekommen. Die Konkurrenz wird etwas ungeduldig, meine Pace lässt während des Sprechens zu wünschen übrig, aber um das soll es hier und heute nicht gehen. Von der Auslösekraft würde ich den Shifter mit 2 Kilogramm in etwa als mittelmäßig, als durchschnittlich beurteilen. Ich würde sagen, der passt gut ins Bild eines angenehmen Mittelmaßes. Großartig reinhauen dürfte mit dem Shifter nicht vorhaben, aber für die gängigen Rigs und Lösungen, die halbwegs stabil ausgeführt sein sollten, wirst du mit diesen Kräften keine Probleme bekommen. Die Handbremse ist klarerweise in diesem Porsche nicht im Einsatz, aber ihr seht auch hier, solltet ihr halbwegs eine Stabilität ans Rig bekommen, wenn ihr diese auf der kräftigsten Stufe betreiben wollt. Meine hier dran gezimmerte Anbaulösung, die ist nicht sonderlich stabil, das muss ich erwähnen, aber sie erfüllt den Zweck. Bevor wir jetzt auf die Zielgerade rausgehen, noch ein paar abschließende Worte. Die Optik dieses Komplettpakets gefällt mir gut. Die Bauweise, die Höhe, wunderbar. Viele Verstellmöglichkeiten für den Shifter. Und mir gefällt dieses Design mit diesem Textil und diesen Nähten relativ gut. Das hebt sich von den allgegenwärtigen Edelstahlknäufen deutlich ab, hat einen Wiedererkennungswert. Mich hat es gerade gedreht und ich würde sagen, wir gehen jetzt weg vom Rig und reden noch ein paar Worte über das heute Erlebte. Zurück vom Rig kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 11, die negativen Aspekte. Das Spiel in der Mittelstellung des Shifters ist deutlich spürbar. Hier hätte ich mir eine spürbare Zentrierung in der Mittelstellung gewünscht. Zweiter negativer Aspekt ist der große Lochabstand für die Montage, insbesondere bei der Handbremse. Bei einigen Rigs oder auch Wheelstands kann es diesbezüglich Platzprobleme geben. Hier wären austauschbare Montagewinkel oder Adapterplatten hilfreiche Accessoires. Und letzter negativer Aspekt sind die simplen Aufkleber auf der edlen Edelstahl-Seitenplatte. Diese erfüllen zwar ihren Zweck, aufgedruckt würden Markenlogo und Beschriftungen aber deutlich besser mit dem Edelstahl-Look zusammenpassen. Kapitel Nummer 12, neutrale Aspekte. 3D-gedruckte Abdeckungen ordne ich den neutralen Aspekten zu. Diese erfüllen ihren Zweck, nicht mehr und nicht weniger. Hier muss man erwähnen, dass die 3D-Drucke sehr sauber und mit feinen Layern, feinen Schichten ausgeführt wurden. Auf der anderen Seite hat dies aber immer einen Do-it-yourself-Touch. Das muss einem gefallen oder eben nicht. Zweiter neutraler Aspekt ist die Haptik des Stoffüberzugs. Dieser ist griffig, aber nicht gepolstert und fühlt sich ähnlich wie ein feines Schleifpapier an. Dritter neutraler Aspekt ist die Stabilität der Aufnahme über die Haltewinkel. Für die meisten wird dies ausreichend sein, so auch für mich. Hardcore-User könnten in diesem Punkt aber Verbesserungspotenzial sehen. Und letzter neutraler Aspekt sind die Preise. Mit 179 € für die Handbremse und 139 € für den Shifter sind die Einzelpreise neutral bis tendenziell teuer angesiedelt. Beim Kauf des Combo-Sets können immerhin um die 30 € gespart werden und mit 289 € für Handbrake und Shifter im Gesamtpaket schielt die Preisgestaltung dann in Richtung neutral bis leicht positiv. Nächstes Kapitel Nummer 13, die positiven Aspekte. Viele Einstellungsmöglichkeiten der Handbremse, die sich auf der Strecke sehr deutlich unterscheiden lassen. Die Umstellung zwischen linearer und progressiver Mechanik ist super umgesetzt und ich rate diesen Unterschied unbedingt zu testen, wenn ihr die Akina Handbrake euer eigen nennt. Die Mechanik von Handbremse und Shifter ist zeitlich nahezu spielfrei ausgeführt. Gut gelöst ist die Anpassung der Federvorspannung über das ebenso gut erreichbare Drehrad. In Sachen Abmessungen ist die Höhe gut gewählt und bietet eine gute Erreichbarkeit. Nebeneinander montiert ist die Abstufung in Sachen Höhe von Handbremse und Shifter ebenso gut durchdacht. Das Einrastfeedback in den Endlagen gehört ebenso zu den positiven Aspekten, wenn man den Gesamtpreis im Hinterkopf behält. Und letzter positiver Aspekt ist,
Ein in meinen Augen cooles Erscheinungsbild mit einem gewissen Wiedererkennungswert. Kapitel Nummer 14, Fazit und die Kaufempfehlung. Wenn du ein preislich fair aufgestelltes Komplettpaket mit Shifter und Handbrake ans Rig bringen möchtest, dann machst du mit der Ekina Handbrake und dem Pikes Shifter nichts falsch. Die Einstufung in Sachen Preis-Leistung ordne ich dem Punkt, du bekommst das, für was du bezahlst, you get what you pay for, zu. 3D-Wrap bietet eine ordentliche Mittellösung, die sich deutlich von sehr günstigen, bereits von mir getesteten Produkten, wie beispielsweise dem SHH-Shifter um die 100 € abhebt und im Gegenzug nicht an High-End-Mitbewerber wie Aeolox zu deutlich höheren Preisen von 200 € aufwärts heranreicht. Der Pikes Shifter bietet an dieser Stelle Standardkost. Die Ekina Handbrake kann für dich interessant sein, wenn du als Drifter oder Rallye-Anwender auf eine sehr flexibel einstellbare Peripherie mit hohen Kräften setzen möchtest. Und jetzt seid ihr am Zug. Loggt euch bitte bei YouTube ein und lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Postet bitte mit rein, was ihr von dem heute reviewten Komplettpaket haltet. All dies würde mich wie immer interessieren. So kommen wir zu Kapitel Nummer 15, einem spannenden Ausblick. In den nächsten Wochen gibt's wieder einiges für mich zu tun. Der Benku 3210 Monitor hat seinen Betrieb aufgenommen. Neue Pedale sind im Zulauf und in Sachen Lenkräder gibt's auch mal wieder etwas zu berichten. Außerdem werde ich euch zeigen, wie ich das RaceX Rig mit meinem Simrig SR2 Motion System kompatibel gemacht habe. Vielen Dank fürs Dabeisein und es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Ich freue mich bis zum nächsten Mal, euer Ron.